In diesem Video werfen wir einen kritischen Blick auf die 2021er Modelle des niederländischen E-Bike-Herstellers VanMoof. Was wurde verbessert und wie schlagen sich die Änderungen in der Praxis? Wir zeigen nicht nur das neue Apple Find My, sondern haben auch Tipps für eine günstige Versicherung und das passende Zubehör. Kommt mit! Und damit ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Hentech. Ich bin Henne und wenn ihr euch wie ich für E-Mobilität interessiert, dann lasst doch jetzt ein kostenloses Kanalabo da. Ja, der Hersteller musste im letzten Jahr viel Kritik einstecken, vor allem wegen mangelndem Service und schlechter Qualität. Auch unser Unboxing endete hier in einem Fiasko. Und ein Jahr später heißt es jetzt, endlich Top oder immer noch Flop für das VanMoof S3 in der 2021 Edition. Ja, und wir beginnen natürlich wie immer mit einem detaillierten Blick auf das Fahrzeug, auf die Dinge, die sich verändert haben, aber auch auf die Aspekte, die hier gleich geblieben sind. Wirklich clean kommen auch bei den neuen Modellen natürlich die Lenker daher. Die Bremsgriffe sind hier voll integriert, ins Auge stechen lediglich die zwei Bedienknöpfe, mehr dazu später. Die ergonomisch geformten Handgriffe fühlen sich aus meiner Sicht allerdings ein wenig billig an. Beim Blick von der Vorderseite wird hier ganz deutlich, dass die Bremszüge der hydraulischen Scheibenbremsen frei liegen, also nicht in den Vorbau integriert wurden. Das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau, doch andere Hersteller sind dieses Jahr dort schon weiter. Nicht so gut gefallen mir deshalb auch diese Aufkleber, die den Lack vor Beschädigungen durch die Bremskabel schützen sollen. Ja, als wirklich gelungen muss man hier jedoch die Integration des Front- und auch des Rücklichts bezeichnen. Ja, lediglich die mitgelieferten Reflektoren gefielen mir nicht so gut, aber im Abschnitt zum Thema Zubehör habe ich für euch hier interessante Alternativen herausgesucht. Der Sattel ist nicht nur höhenverstellbar, sondern lässt sich auch einige Zentimeter vor- oder zurückziehen. Wirklich bequem, ja, da habe ich ihn tatsächlich jedoch nicht wahrgenommen. Zusammen mit dem in 2 Stufen höhenverstellbaren Vorbau ermöglicht er jedoch eine relativ entspannte, aufrechte Sitzposition. Der Lenker ist dabei leicht nach hinten geschwungen. Die breiten, pannensicheren Schwalbe Big Ben Ballonreifen sorgen hier für Fahrkomfort, denn auf weitere Federungen verzichtet VanMoof. Schön ist, dass sie auf den verschiedensten Untergründen gut funktionieren. Ebenfalls erfreulich, VanMoof liefert ab Werk Aluschutzbleche mit. Und auch ein Ständer ist standardmäßig mit von der Partie. Das Gesamtgewicht erhöht sich so natürlich ein wenig und wir landen bei 21 Kilo. 2 absolute Spezialitäten von VanMoof sind hier zum einen das in den Rahmen integrierte Schloss, auch Kickschloss genannt, ja, und das Matrix-Display im Oberrohr, das unter anderem auch den Zustand des Schlosses signalisiert. Mehr dazu gleich. Der 250 Watt Motor sitzt unscheinbar im Vorderrad, kann in der Spitze bis zu 59 Newtonmeter Drehmoment abrufen und unterstützt in 4 Geschwindigkeitsstufen bis maximal 25 km/h. Mehr zu den Fahreigenschaften dann im Praxisteil. Beim Antriebsstrang setzt VanMoof auf eine gekapselte Kette, das spart euch Fett an der Hose, war in der Praxis dann doch aber für eine Überraschung gut. In den Rahmen des VanMoof ist übrigens ein Lautsprecher integriert. Ja, und der macht seinem Namen alle Ehre, spätestens beim Einschalten deutlich wahrnehmbar. Und natürlich ist auch die Klingel elektronisch und natürlich könnt ihr in der App verschiedene Klingeltöne wählen. Bevor es auf die Straße geht, werfen wir jetzt noch einen kleinen Blick auf die Neuerungen am VanMoof S3. Diese gelten übrigens auch für den kleinen Bruder, das X3. Der erste Punkt betrifft die Schmutzfänger. Diese wurden bei den neuen Modellen noch ein wenig verlängert für noch mehr Schutz bei schlechtem Wetter. Ja, und für mehr Optik sind die Pedalen jetzt komplett schwarz gehalten. Die nächsten Änderungen sind da schon interessanter. So ist nicht nur der komplette Kabelstrang optimiert worden für weniger Fehlermeldungen, und auch der E-Shifter, die elektronische 4-Gang-Nabenschaltung, wurde nochmal völlig überarbeitet, um hier in Zukunft einfach ein robusteres, langlebigeres Erlebnis zu ermöglichen. Ja, und da bin ich tatsächlich schon richtig auf die Praxis gespannt. Und auch das bei zu viel Sonne nicht so gut ablesbare Matrix-Display, ja, das soll bei der aktuellen Generation nochmal deutlich verbessert worden sein. Auch das schauen wir uns natürlich gleich in der Praxis noch einmal an.
Zusammen mit den 2021er Modellen stellte VanMoof auch einen externen Zusatzakku vor. Dieser erweitert die Reichweite des internen 504 Wattstunden starken Akkus. Bei Nutzung auf Fahrstufe 4 liegt die von mir ermittelte Reichweite im Durchschnitt bei ca. 60 bis 70 Kilometern. Und sollte euch euer Fahrrad einmal abhanden kommen oder ihr seht schlichtweg den Wald vor lauter Bäumen nicht, ja dann hilft euch fortan der Apple Find My Service. VanMoof ist der erste Fahrradhersteller, der dies ab Werk in seine Räder integriert, ja und allein schon deshalb spendieren wir dem Thema ein eigenes Kapitel. Ja, aber es gibt auch Dinge, die haben sich aus meiner Sicht tatsächlich verschlechtert und das wäre hier die Rückkehr der Schweißnähte. Hatte man diese letztes Jahr im Sichtbereich ausgemerzt, sind diese jetzt unterhalb des Rahmens und auch oben am Rahmen wieder zurückgekehrt. Ich persönlich finde das Ganze jedoch nicht so gravierend, denn die Verarbeitung ist trotzdem sehr, sehr ordentlich und auch die Lackierung bis ins kleinste Detail sauber erledigt worden. Ja, und damit das Erlebnis nicht, wie bei mir vor einem Jahr, direkt beim Unboxing schon zum Desaster wird, hat VanMoof auch die Verpackung optimiert. Transportschäden sind so deutlich seltener. Ein Schwachpunkt ist jedoch hier oben der Handgriff, der so ein bisschen gegen den Karton drückt. Da habe ich doch schon viele User mit Beschwerden über Beschädigungen gesehen. Der eigentliche Aufbau ist dann fast ein wenig Ikea-like. Ich finde, dank der Anleitung und der mitgelieferten Werkzeuge gelingt das ganz gut, kostet jedoch ein wenig Zeit und man möchte das tatsächlich nicht regelmäßig machen. Ein ganz besonderer Zeitfresser ist hier die Motorverkabelung. Ihr müsst nämlich den Stecker in die Gabel drücken, das ist gar nicht so einfach, und dann das Ganze mit einer Halterung fixieren. Diese Halterung, die ihr hier seht, ist jedoch Schnee von gestern und VanMoof hat auf die Kunden gehört und ein verbessertes Modell eingeführt. Ist euch das Ganze dann gelungen und das Rad aufgebaut, dürft ihr hier zur Belohnung einmal in die mitgelieferte Partytröte pusten und solltet dann das Fahrrad an die Steckdose anschließen. Je nach Ladezustand dauert das Ganze bis zu 4 Stunden und die Zeit könnt ihr natürlich nutzen, um die App einzurichten. Ja, das ist tatsächlich auch sehr, sehr einfach und gut gelöst. Ihr scannt einfach einen mitgelieferten Barcode ein, der klebt hinten in der Bedienungsanleitung. Ja, und dann seid ihr im Grunde auch schon fahrbereit. Das ist auch das Signal für uns. Wir machen uns jetzt startklar und bringen das VanMoof S3 2021 für euch auf die Straße. Der Frontmotor des VanMoof zieht ordentlich. In Unterstützungsstufe 4 sogar noch leicht über die 25 km/h hinaus. Das macht Spaß. Ja, und richtig Spaß kommt auf, wenn ihr auf den Boost-Button drückt. Ja, denn dann setzt der Motor für einige Sekunden seinen vollen Drehmoment von 59 Newtonmetern frei, bringt euch jeden Berg hoch, ihr zieht jeden Radfahrer ab. Das macht richtig Spaß. Dabei arbeitet er leiser als noch beim S2, aber wenn ihr jetzt mal auf den Originalsound achtet, man hört ihn deutlich. Ja, den spaßigen Boost-Button braucht ihr übrigens auch deshalb, da dem VanMoof ein Drehmomentsensor fehlt. Das heißt, das Rad kann sich nicht automatisch der Fahrsituation anpassen, sodass ihr mithilfe des Buttons einfach eine Steigung signalisieren könnt und dann ein wenig zusätzliche Leistung erhaltet. Das gesamte Fahrgefühl ist dadurch weniger natürlich. Ihr könntet theoretisch auch in der Luft treten und kommt trotzdem schnell voran. Ja, die einen mögen es nicht und die anderen wollen genau das. Ja, so gar nicht gefallen hat mir dieser Sound. Der kommt von der Kette im Kettenschutz. Auch literweise Öl konnten das Ganze nicht abstellen. Angeblich verschwindet das mit der Zeit, aber da ich von einem Bike mit Riemen komme, hat mich das doch sehr irritiert und irgendwo auch genervt. Anfangs war das Ganze sogar noch schlimmer, da ab Werk der Kettenschutz so verbaut war, dass er permanent am Hinterrad geschliffen hat. Nee, das gefällt mir gar nicht. Das VanMoof S3 ist für die Stadt gemacht und kommt mit einer automatischen Viergang-Nabenschaltung. Ja, ein heikles Thema, denn in der Vergangenheit hat diese oft für Probleme gesorgt. Vom Totalausfall ja bis hin zum häufigen ins Leere treten. Ja, letzteres habe ich auf meinen ersten 100 Kilometern so gut wie gar nicht erlebt. Ja, man hört diese Schaltung und man spürt sie auch. Aber ich denke, man entwickelt ein Gefühl dafür, nimmt dann ein wenig Last aus den Schaltvorgängen und dann, denke ich, kann man hiermit soweit erstmal leben. Ob 4 Gänge in der Stadt wirklich erforderlich sind und ob es nicht auch 2 getan hätten, so wie beim Vorgänger, ja, das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal in den Raum stellen.
Übrigens gibt es in der App neben den Schaltprofilen flach und bergig auch die Option, manuell Schaltpunkte festzulegen. Über eine Drittanbieter-App geht das Ganze sogar komplett manuell. Inwieweit die überarbeitete Schaltung auch langlebiger ist, ja, das muss man einfach jetzt mal in der Praxis abwarten. Dazu liegen einfach aktuell noch nicht genug Erfahrungswerte vor. Was definitiv aber schon jetzt als sicher gelten kann, das Matrix-Display ist unter wechselnden Lichtverhältnissen deutlich besser ablesbar. Und auch beim hellblauen Modell, da hat man ja das Display so ein wenig dunkler hinterlegt, sollte das auf jeden Fall besser funktionieren. Well done und beim nächsten Mal bitte gleich so. Ja, und auch ein ganz nettes Feature, nämlich das automatische sensorgesteuerte Einschalten des Lichts bei Dunkelheit funktioniert jetzt auf Anhieb so wie es soll. Auch in Sachen Lichtausbeute, also Leuchtkraft, gibt es da sehr, sehr wenig zu meckern. Das ist tatsächlich so, wie ich mir eine Fahrradleuchte vorstelle. Aber, und das ist tatsächlich ein Wermutstropfen, ich habe auf der LED kein Prüfzeichen finden können. Das heißt, wer päpstlicher als der Papst ist, sollte beachten, dass er mit dieser Lichtausrüstung tatsächlich in Deutschland möglicherweise nicht legal unterwegs ist. Kommen wir jetzt zum Bereich Diebstahlschutz, Versicherung und Co. Wie bereits erwähnt, verfügt das Rad ja über ein integriertes Schließsystem, das sogenannte Kicklock. Das heißt, ihr stellt es einfach ab, schließt dann den Bolzen mit dem Fuß. Ja, und jetzt kann das Rad nicht mehr gefahren werden. Aber ist es damit auch wirklich ausreichend gesichert? Und nähert sich jetzt ein Langfinger eurem Fahrrad und möchte es wegtragen, ja, dann ertönt ein nerviger Alarmsound, der auch von Mal zu Mal penetranter wird. Ja, und das war mir neu. OneMove schickt euch eine E-Mail. Ja, und genau dann kommt Apple Find My zum Einsatz. Mithilfe der Wo ist-App können dann iPhone-Nutzer und auch künftig Android-User ihr Fahrrad orten. Das Ganze funktioniert relativ genau und das, obwohl OneMove in seinen Rädern kein GPS-System verbaut. Man nutzt dazu die Schwarmintelligenz aller verfügbaren iPhones. Immer dann, wenn ein iPhone in Bluetooth-Reichweite an eurem Rad vorbeikommt, wird für euch der Standort in der App aktualisiert. In der Stadt funktioniert das Ganze wirklich hervorragend und ich habe mehrmals pro Stunde einen aktuellen Standort feststellen können. Dem Finder kann zudem eine Nachricht eingeblendet werden, wie zum Beispiel eure E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Habt ihr euch dann per App zum Standort des verlorenen Rades navigieren lassen, könnt ihr, wenn ihr in Bluetooth-Reichweite seid, zusätzlich einen Ton abspielen, was die weitere Suche erleichtert. Nicht mit an Bord ist übrigens das von den AirTags bekannte UWB-System, mit dem eine noch präzisere Ortung vor Ort möglich wäre. Außerdem gewünscht hätte ich mir die Möglichkeit, das Tonsignal auch über die GSM-Verbindung zu aktivieren oder auch eine Push-Nachricht bei Diebstahl. Entsperren könnt ihr das Schloss übrigens über eine Auto-Unlock-Funktion, sobald ihr in Bluetooth-Reichweite seid oder, falls das Handy einmal leer sein sollte, über einen Morsecode, der über den linken Knopf eingegeben werden kann. Ja, spätestens jetzt macht aus meiner Sicht der 300 € teure Bike Hunter Service von OneMove eigentlich keinen Sinn mehr. Ihr könnt euer Fahrrad selbst orten, ja, und im Fall von Vandalismus, wie hier zu sehen, schützt euch dieses Angebot ohnehin nicht. Ja, daher lautet mein Tipp, investiert lieber in eine gute E-Bike-Versicherung. Ich selbst habe mich für helden.de entschieden, denn dort bietet man eine E-Bike-Versicherung, die explizit auch dann greift, wenn ihr lediglich das Kickschloss verwendet und natürlich euch auch vor Vandalismus schützt. Unter dem Video findet ihr einen Link zu weiteren Informationen und außerdem einen Gutscheincode, mit dem ihr jährlich einen Monatsbeitrag sparen könnt. Bevor wir zum Fazit kommen, noch ein kurzer Blick auf einige Zubehörprodukte. Alle Links dazu findet ihr unter dem Video. Da ich mir die cleane Optik am Lenker erhalten wollte, habe ich mich für diesen Klebereflektor entschieden. Auch für hinten habe ich ein anderes Modell gewählt. Ja, in keinem Haushalt sollte dieser iPod fehlen. Nein, es handelt sich um den akkubetriebenen Luftkompressor von Xiaomi. In Sachen Handyhalterung habe ich gute Erfahrungen mit den Systemen von Quadlock oder SB Connect gemacht. Diese sind zwar etwas teurer, aber aus meiner Sicht ihr Geld auch allemal wert. Ja, wenn ich mein Rad dann doch mal länger abstelle, greife ich meist doch zu einem Schloss, nämlich dem Abus Bordeaux. Da gibt es verschiedene Modelle für jeden Geschmack. Achtet aber darauf, dass der OneMove-Rahmen keine Vorrichtung zum Befestigen einer Halterung besitzt. Abus bietet dort Klettverschlusslösungen, die auch in Ordnung sind.
Zur Pflege der Bremsscheiben und dem Rest des Rades nutze ich in der Regel Produkte der Firma Macoff. Auch die sind ein klein wenig teurer, zum Teil aber dann auch biologisch abbaubar und insgesamt von guter Qualität. Ja, und für die ihr VanMoof ein wenig bequemer machen wollen oder müssen, ja, auch für die habe ich Empfehlungen für eine gefederte Sattelstütze oder einen anderen Sattel in die Videobeschreibung hineinkopiert. Im Fazit versuchen wir jetzt die Ausgangsfrage unseres Videos einmal zu beantworten. Ist das neue VanMoof top oder immer noch ein Flop? Ich bin das neue Modell jetzt einige 100 Kilometer gefahren und hatte sehr viel Spaß dabei. Richtig gefallen hat mir das cleane, aufgeräumte Design. Mit diesem Bike fallt ihr auf und ihr werdet sicherlich auch das eine oder andere Mal angesprochen. Ja, und dann die vielen smarten Features, die das VanMoof tatsächlich einmalig machen. Das voll integrierte Kickschloss, aufgewertet durch die Apple Find My-Integration. Ja, und dann natürlich der laute Diebstahlalarm. Das sind Features, die ihr so aktuell bei keinem Hersteller findet. Das gilt übrigens auch für den Boost-Button. Der tröstet mich tatsächlich so ein wenig darüber hinweg, dass mir Drehmomentsensorgesteuerte Systeme vom Fahrgefühl einfach besser gefallen. Ja, und auch der Vorderradantrieb, ja, der macht das Rad beim Tragen so ein wenig kopflastig. Da finde ich Heckmotoren eigentlich sinnvoller. Ja, und dann hätten wir zum Schluss natürlich noch den Preis. Mit bald 2.200 € liegt VanMoof immer noch absolut im unteren Mittelfeld, bietet dafür sehr viele Features. Ja, und mit dem unter dem Video verlinkten Gutscheincode könnt ihr bei Bestellung auf Zubehör noch einmal 100 € sparen. Ja, und wo Licht ist, da ist natürlich auch Schatten. Das trifft aus meiner Sicht hier allem voran auf den Antriebsstrang zu. Eine Kette in Verbindung mit einer immer noch etwas hakeligen Gangschaltung hinterlässt bei mir kein so gutes Gefühl. Insbesondere unter Last scheint die Schaltung immer noch an ihre Grenzen zu kommen. Insbesondere in Gefahrensituationen, ja, fühlt man sich da tatsächlich ein wenig mulmig. Ja, und wenn mich am VanMoof auch gerade die smarten Features sehr reizen, sind diese vielleicht auch so ein wenig die Achillesferse des Produkts. Denn geht da einmal was kaputt, stimmt die Qualität nicht, ja, dann steht ihr ganz schnell still. Das ist ärgerlich und insbesondere dann, wenn ihr keinen Service in der Nähe habt. Ja, denn dann heißt es einpacken, einschicken und warten. Teilweise recht lang und die Ergebnisse sind nicht immer zufriedenstellend. Ja, und genau dieser Aspekt beantwortet aus meiner Sicht auch unsere Eingangsfrage. Meine Kaufentscheidung würde ich tatsächlich davon abhängig machen, ob ich entweder einen Servicestützpunkt in der Nähe habe. Aktuell baut VanMoof das Netz sehr stark aus. Schaut einfach mal auf der Webseite vorbei. Ja, oder ob ich bereit bin, auch gegebenenfalls einige Wochen auf mein Fahrrad zu verzichten. Auch wenn Qualität und Service mit diesem Modell ja einen guten Schritt nach vorne gemacht haben, bin ich der Meinung, dass VanMoof noch nicht dort ist, wo man hin möchte. Ja, ich habe zuletzt zum Beispiel 6 Wochen auf eine einfache Antwort vom Support gewartet. Das ist natürlich für Pendler, die jeden Tag weite Strecken mit ihrem Rad zurücklegen und auf schnelle Hilfe angewiesen sind, absolut nicht hinnehmbar. Wenn dann aber alles läuft, ja, dann macht dieses Bike wirklich eine Menge Spaß. Ja, und jetzt schreibt ihr doch einfach mal in die Kommentare, wie haben euch die neuen VanMoof-Modelle gefallen? Würdet ihr sie kaufen oder bevorzugt ihr da Modelle anderer Hersteller? Schreibt es doch jetzt gern mal in die Kommentare und lasst uns darüber austauschen. Wenn dich Nachrichten zu E-Bikes, E-Scootern und smarter E-Mobilität interessieren, dann lass doch jetzt einfach hier ein kostenloses Abo da. Ja, und wenn du die letzte Folge nicht gesehen hast, habe ich sie für dich hier oben noch einmal verlinkt. Ja, ansonsten bleibt mir nichts, als dir eine gute Zeit zu wünschen. Fahr immer vorsichtig und wir sehen uns dann schon ganz bald hier wieder bei Handtech. Ciao!